Heute machen wir einmal Brot im Omnia-Backofen. Das habe ich gerade angeschnitten, ist noch super warm und ich zeige euch in dem Video auch eine Möglichkeit, wie ihr nicht alle Zutaten mitschleppen müsst. Viel Spaß beim Video. Für das Dinkelflocken-Körnerbrot benötigt ihr 250 Gramm Dinkelflocken, 200 Milliliter Milch, 200 Milliliter Buttermilch, 200 Milliliter warmes Wasser, 1 Esslöffel flüssigen Honig, einen halben Würfel Hefe oder eine Tüte Trockenhefe, 250 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm Weizenvollkornmehl, 3 Esslöffel Kürbiskerne, 4 Esslöffel Sonnenblumenkerne, 2 Esslöffel Sesam, 2 Esslöffel Leinsamen geschrotet, 1 Teelöffel Backgewürz und 2 gestrichelte Teelöffel Salz. Zunächst einmal müssen wir die Dinkelflocken quellen lassen mit etwas Milch. Allerdings sind das 250 Gramm und ich brauche jetzt nur 200 Gramm. Also muss ich davon mal eben 50 Gramm abwiegen. So. So, die restlichen 200 Gramm einfach in die Schüssel und die Vollmilch dazugeben. Alles ein bisschen unterrühren, damit das gleich schön quellen kann und die Dinkelflocken die Flüssigkeit gut aufnehmen können. So, die stellen wir jetzt zur Seite und wir machen erstmal den kleinen Vorteig mit der Hefe. So, für den Vorteig brauche ich jetzt erstmal 50 Gramm Dinkelmehl. Dann gebt ihr die Milch, die Buttermilch dazu. Euer warmes Wasser. Und ihr bröckelt dann eure frische Hefe da rein. So, und zum Schluss einfach noch den Honig. Der Honig ist halt das Süßungsmittel, was die Sahne mit zum Gären bringt. Die fördert das halt ziemlich stark. Jetzt verrührt ihr das alles nur ein bisschen. Ich nehme da mal ein. Damit das Mehl sich besser auflöst. So, und das Ganze gönnen wir jetzt mal ungefähr 5 Minuten Ruhe. Ihr könnt alternativ statt frischer Hefe könnt ihr auch Trockenhefe nehmen, also diese Backhefe. Dadurch spart ihr euch aber diesen Schritt. Das heißt, ihr macht dann alle Zutaten einfach nur in die Schüssel rein und gebt die Hefe dazu und verrührt alles. Da braucht ihr halt diesen Prozess nicht mitmachen. Unterwegs ist natürlich mit Sicherheit Trockenhefe viel besser, auch von der Aufbewahrung her. Frische Hefe muss ja in den Kühlschrank und man bekommt sie nicht immer und die ist nicht so lange haltbar. Die Trockenhefe hält sich ja mal irgendwie ewig und man kann sie überall hinpacken. Unterwegs habe ich die Trockenhefe auch dabei, aber ansonsten benutze ich sehr gerne frische Hefe, weil ich einfach das Empfinden habe, dass dann die Backwaren viel besser aufgehen. Ist vielleicht nur mein Empfinden. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber ansonsten, wie gesagt, die habe ich unterwegs auch, weil sie einfach besser zu lagern ist. Und dann spart ihr euch den Schritt mit diesem Vorteig, sondern einfach alles reinmachen. So, ich mische jetzt erstmal die anderen Zutaten und dann sage ich euch, wie es mit der Trockenhefe weitergehen würde, weil viele ja auch eher auf Trockenhefe übergehen. So, jetzt werden eigentlich nur noch die übrig gebliebenen trockenen Zutaten bis auf die 50 Gramm Dinkelflocken in eine Schüssel gemischt. Salz dazu und Brotgewürz. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Ist ja in vielen Broten eigentlich auch drin. Bei uns, glaube ich, beim Brotbacken ziemlich in Vergessenheit geraten.
Ich mache mir das immer selber aus Anis, Kümmel, Fenchel und Koriander. Und ihr bekommt es auch fertig zu kaufen, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr jetzt irgendwas kaufen müsst, sondern ihr bekommt es fertig zu kaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr das selber malt. Und zwar habe ich das eigentlich in einer Gewürzmühle drin. Sowas hier. Ja, da könnt ihr das reinpacken, das sind ja große Körner und dann könnt ihr euch das wirklich immer frisch mahlen. Und dann habt ihr immer richtig tolles, fein gemahlenes und frisches, leckeres Brotgewürz dabei. Und das riecht richtig cool nach Fenchel, Anis und gibt dem Brot nochmal einen Geschmack. Wer es jetzt nicht mag, der kann es auch rauslassen. Allerdings probiert es mal aus. Es ist nämlich echt ein witziger Geschmack. Und dann noch die vielen Körner, Sonnenblumenkörner, Kürbiskörner, geschrote Leinsamen und Sesam. Ihr könnt die Körner auch gerne austauschen, wenn ihr das möchtet. Behaltet halt nur im Endeffekt die Menge bei. Alles kräftig verrühren. Diesen Schritt, ich habe ja gerade gesagt, ihr bekommt einen Tipp von mir, wie ihr da nicht so viele Zutaten mitnehmen müsst. Diesen Schritt könnt ihr euch nämlich schon zu Hause vorbereiten. Und zwar könnt ihr das als Backmischung zu Hause machen. Ihr könnt auch hier schon die Trockenhefe reinmachen, wenn ihr die verwendet. Und dann habt ihr immer eine Backmischung dabei. Das sieht jetzt sehr schick aus, nimmt viel Platz weg. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so nehme ich es auch nicht mit. Sondern ich packe mir das so in solche Gefrierbeutel rein. Entweder mit so einem Zipper oder mit so, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Keine Ahnung, aber ihr kennt die aus dem schwedischen Möbelhaus, gibt es die ja zu Massen. Und da fülle ich mir das alles schon ab, so wie es ist. Und dann schreibe ich mir hier drauf, wie viel Grad oder beziehungsweise welche Flamme, wie lange und was noch an Zutaten hinzu muss. Ja, die Dinkelflocken müsst ihr nachher hier zur Hälfte noch mal rausmachen. Die sind ja jetzt hier nicht drin, weil die sind jetzt hier als, ich sag mal, Geschenkverpackung drin. Ich packe die noch mal extra, damit ich diese Menge gleich noch mal separat habe. Weil die müssen ja noch mal quellen. Und dann schreibt ihr hier halt drauf, welche Zutaten noch dazukommen. Und dann habt ihr immer eine Backmischung für unterwegs dabei. Ich benutze die Beutel auch immer wieder, sodass ich halt immer diese Brote dabei habe. Es gibt auch verschiedene Brote und ich habe natürlich auch ein Brotbackbuch dazu gemacht. Habe ich es da? Und hier drin sind wirklich sehr viele Do-it-yourself-Backmischungen drin. Ja, da könnt ihr wirklich reinschauen und diese sind dann immer detailliert, dass ihr eine Do-it-yourself-Backmischung selber machen könnt. Solche Ideen kriegt man natürlich nur, wenn man als Camper unterwegs ist, selber das Platzproblem kennt und auch diesen Aufwand, unterwegs alles abzuwiegen. Und dann brauchst du ein Dinkelmehl 630, ein Dinkelmehl 1050, ein Mehl 1150, keine Ahnung, was da alles so gibt. Ist natürlich nicht machbar unterwegs. Deswegen mein Tipp, ihr könnt es auch toll verschenken oder ihr packt euch das alles für euch so in den Gefrierbeutel rein und dann habt ihr immer unterwegs ein richtig tolles Brot dabei, wenig Platz, wenig Gewicht und das klappt super. So, und jetzt geht es weiter. So, jetzt vereinen wir das mal alles. Und zwar machen wir erstmal die Dinkelflocken hier rein, die jetzt auch wirklich richtig toll eingeweicht sind. Und das ganze Mehl dazu. So, den Teig füllen wir jetzt einmal in die Backform rein. Ich backe Brot immer ohne Silikonform. Das habe ich auch schon in dem Video für die Silikonform einmal kurz erklärt. Das liegt einfach daran, dass die Silikonform immer Feuchtigkeit enthält. Das ist ein gewünschter Effekt von Silikon. Beim Brot möchten wir aber einen knusprigen Rand haben, eine knusprige Kruste haben. Und da eignet sich dann die Silikonform nicht so wirklich für. Das würde jetzt nicht matschig werden in der Silikonform, keine Angst. Aber es würde halt nicht so knackig werden, als wenn ihr es hier in der Backform direkt macht. Viele haben Angst, dass man das Brot halt nicht mehr aus der Backform bekommt. Deswegen habe ich gerade ein Backtrennmittel gemacht. Da haben wir auch ein Video drüber gemacht. Ist immer total beliebt, muss ich sagen, dieses Backtrennmittel. Ist ein Oma-Rezept.
Und das wird jetzt einfach nur damit eingeschmiert. Es ist ein ganz leichtes Rezept aus 3 Zutaten. Guckt euch das Video mal an, ist natürlich verlinkt, sowohl in der Beschreibung als gleich auch im Video. Und das ist wirklich ein Traumteil. Ich schwöre da drauf und ihr bekommt das Brot wirklich wieder raus. So. Und nehmt einfach einen Küchenkrepp dafür. Es ist noch ein bisschen weich, weil ich es gerade frisch zubereitet habe. Ansonsten ist das nämlich in der Regel total hart, aber das geht trotzdem cool raus. Einfach schön einreiben. So, das war es auch schon mit dem Einfetten. So, die restlichen Dinkelflocken, die sind nämlich jetzt hierfür. Einen Teil reinstreuen und ein bisschen beiseite stellen, weil das streuen wir gleich noch ein bisschen über. Einfach ein bisschen verteilen. Die Dinkelflocken brauchen auch nicht alles irgendwie zu benetzen. Das ist eigentlich nur eine Deko-Sache, weil das ist ja ein Dinkelflockenkörnerbrot. Ja, so. Ich glaube, das reicht sogar fast schon. Ich mache noch ein bisschen am Rand für die schöne Optik. So, Sauerei fertig. Okay, machen wir einen Haken dran. Jetzt füllen wir den Teig da einfach ein. So, nur leicht verteilen, braucht ihr auch gar nicht irgendwie platt drücken oder sowas. Und einfach nur noch mal ein paar Dinkelflocken für die Optik darüber geben. So, jetzt geht das Ganze einmal für 35 Minuten auf mittlerer Flamme und anschließend nochmal für 10 Minuten auf kleiner Flamme. So, achtet bitte darauf, dass der Ofen hier immer schön mittig steht, dann habt ihr auch ein gleichmäßiges Backergebnis. Und wenn ihr das jetzt auf die mittlere Flamme stellt, guckt euch bitte die Flamme an. Meine Gaskartusche ist schon halb leer und die wird nicht mehr diese Flammengröße zeigen, wie ich jetzt sonst einfach auf halb stellen würde. Deswegen bitte nehmt eure Augen dazu. Wenn ihr nicht wisst, was ist kleine oder halbe Flamme, stellt einmal euren Gaskocher auf komplett großer Flamme, dann dreht ihr den klein. Und dann habt ihr schon mal ein Augenmaß, wie klein wird sie denn. Und dann nehmt ihr ungefähr die Mitte. Das kann man abschätzen, probiert einfach aus. Es kann jetzt nichts großartig kaputt gehen, außer dass euer Brot anbrennt, aber nicht, wenn ihr es auf eine halbe Flamme macht. Und wenn es ein bisschen höher ist, dann wird da auch nichts passieren, das garantiere ich euch. Also macht euch da nicht in die Hose, es klappt alles und auch ihr kriegt ein tolles Brot hin. Und wir gucken gleich mal, wie schön das Brot geworden ist. So, jetzt schauen wir mal, wie das Brot geworden ist. Das ist voll geil. Ehrlich. Guckt mal. Alter Falter. Das ist richtig cool. Richtig geil. Das ist richtig cool aufgebrochen. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. So, jetzt zeige ich euch noch mal einen kleinen Trick, wie ihr, bevor ihr das einfach umdreht, ein bisschen löst. Ihr müsst das ein bisschen schütteln immer. Immer so der Reihe um. Seht ihr, das löst sich nämlich dann schon, ohne dass ihr Gewalt anwenden müsst. Boah, das ist so toll. Jetzt hole ich mal ein Auskühlgitter. So, dann holen wir das mal aus der Form. So, ich benutze immer den Deckel dafür, weil erstmal habt ihr ja eine total schöne Oberseite. Die wollen wir ja nicht einfach rumkippen, sondern die soll nachher wieder oben liegen. Und da ist immer noch ein bisschen Feuchtigkeit drin, die jetzt aussteigt. Das heißt, oben habt ihr mehr Feuchtigkeit als unten.
Deswegen solltet ihr auch einen Kuchen bitte nie auf die Oberseite legen, sondern wirklich zweimal stürzen. Dann habt ihr nämlich die feuchte Seite, damit die Feuchtigkeit noch entweichen kann, auch oben und nicht irgendwie auf den Teller kleben. So, jetzt holen wir das Teil mal raus. Ja, auch hier super, super toll geworden und ihr seht, ich habe jetzt kaum noch was drin. Das ist auch durch das Backtrennmittel, das was ihr noch seht, ist das Restmehl und das lässt sich gleich durch das Spülen super einfach lösen. Da braucht ihr keine Angst haben, dass das wirklich, ach das seht ihr sogar schon, zeig mal rein. Das seht ihr sogar schon, wie ich mit dem Finger reingehe, dass ich das einfach so abwischen kann. Ja, also das lässt sich einfach super gleich lösen, da braucht ihr gar keine Angst haben, dass ihr irgendwas schruppen müsst. So, aber jetzt mal eben das super Brot umdrehen. Oh, okay, ich hole das mal wieder hoch. So, das ist einfach nur klasse geworden. Ja, jetzt lassen wir das ein bisschen auskühlen und dann können wir das anschneiden. Und dann zeige ich euch das von innen. Denn ihr seht, das ist einfach und ihr könnt unterwegs wirklich ohne weiteres ein Brot backen. Für Ralf und ein Klo zeigt euch, wie das geht. Ich freue mich aufs Anschneiden. Schauen wir das Brot mal an. Ich bin ja echt gespannt, wie es von innen aussieht. Oh. Wenn jetzt der Frank wüsste, dass ich hier ein Brot habe, der würde das sofort klauen. Denn wenn ich ein Brot aus dem Omnia-Backofen mache, dann ist das schneller weg, als ich gucken kann. Und so viel ich weiß, hat er noch ein Telefonat. Cool. Ja, ich glaube, wir machen jetzt, ich hole die Teller und dann machen wir eine kleine Brotzeit. Ich habe so einen Hunger. Geklautes Brot schmeckt am besten, oder wie? Ja. Und Chris auch noch. Es hat geduftet bis ins Büro. Okay. Ich bin soweit. Wenn der Brot aus dem Omnia hat, dann ist das Brot gleich alle. Wie gesagt, ich verlinke euch das Rezept und es ist super einfach, habe ich euch schon mal gesagt. Macht es als Do-it-yourself-Backmischung. Wie gesagt, noch mehr Do-it-yourself-Backmischung findet ihr hier für Brot. Und jetzt, wie gesagt, wie immer, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, denn sonst verpasst ihr ihn nämlich, den kleinen Klaubock. Wir sehen uns.